Jo, servus und habe die Ehre. Schön, dass ihr wieder bei mir im Kanal vorbeischaut. Heute möchte ich euch wieder einen Werkzeugtest präsentieren, und zwar geht es diesmal um den Makita AF506. Das ist ein Druckluftmagazinnagler. Das Wort ist übrigens ganz schön schwer, habe ich festgestellt. Und ja, ich möchte euch das Teil vorstellen, möchte euch die Materialien, die ihr dazu braucht, vorstellen und ja, einfach zeigen, wie so ein Gerät funktioniert. Vielleicht zunächst, bevor ich in den Test einsteige, ich habe mir das Teil gekauft, weil ich momentan ein paar Deckenpaneele, Wandpaneele, Laminatböden und so weiter verlege und da ja am Ende des Tages immer diese Randleisten rum müssen oder Abdeckleisten. Ich habe es probiert mit normalen Nageln, also ganz kleine Nägel, vielleicht sogar noch vorgebohrt, aber das ist alles, muss ich wirklich sagen, sehr zeitaufwendig, und daher habe ich mir diesen Nagler gekauft. Kann euch jetzt schon im Vorfeld sagen, ich bin begeistert, wie cool das Ganze funktioniert. Jetzt halt mit dem, das ist sicherlich bei anderen Modellen oder anderen Herstellern das Gleiche. Und ja, dann lasst uns einsteigen in den Test. Der Test wird wieder so aufgebaut sein wie die meisten meiner Werkzeugtests. Zunächst stelle ich das Gerät vor anhand der technischen Daten, dann schauen wir es uns mal im Detail an und dann probieren wir das Ganze natürlich. Im Test habe ich auch noch ein paar Verbrauchsmaterialien mit drin. Sowohl den Nagler als auch die Nägel, die ihr dazu braucht, verlinke ich unten in der Videobeschreibung. In dem Sinne danke ich euch jetzt schon jetzt fürs Zusehen und dann legen wir los. Also, Unboxing, wie man neumodisch so schön sagt. Der Druckluftnagler, der ist relativ kostengünstig. Ihr bekommt den so um die 100 Euro, würde ich jetzt mal sagen. Geliefert wird er in dieser Verpackung. Jetzt machen wir mal auf. Ich habe natürlich das schon vorher gemacht und habe halt damit schon gearbeitet, habe mir aber extra die Verpackung aufgehoben. Na, so, ziehen wir mal raus. Okay. Dann kriegen wir diesen klassischen Makita-Koffer und dann schauen wir mal rein. Also, das ist jetzt so, wie man es geliefert bekommt. Einfach schön eingepackt. Ich mache das jetzt mal auf. Also hier haben wir das Öl, das wir dann hinterher noch brauchen. Hier ist das Manual, das notwendig ist, und hier natürlich das Gerät selber. Das Gerät selber packe ich jetzt mal aus. Stellen wir die Kamera ein bisschen tiefer. So. Also, das ist jetzt dieser schöne Druckluftnagler. Also ich war zunächst mal überrascht, der ist ja extrem leicht. Ich dachte mir zunächst, das wird sicherlich nicht leicht, das Teil dann rumzutragen, aber wirklich extrem leicht, extrem handlich. Man sieht es mit einer Hand, schön haltbar, ich glaube 1,3 Kilo schwer. Okay, wir schauen uns jetzt die ganzen Details von dem Druckluftnagler an. Zunächst gehen wir aber mal ins Manual rein. Also, Betriebsanleitung Manual. Klassisch aufgebaut, verschiedene Sprachen. Deutsch, wo haben wir es denn? Seite 58. Ich muss zugeben, ich habe am Anfang mich ein bisschen schwer getan, das richtig zu lesen. Hier vorne habt ihr natürlich diese klassischen Abbildungen, wie ist das Gerät zu bedienen, Sicherheitshinweise, ja, die Stärke einstellen, mit welcher genagelt werden soll, ja, natürlich diese Dinge, und los geht's wieder hier mit den technischen Daten. Ich versuche die mal einzublenden. Also, das ist das Modell AF506. Es gibt davon auch noch den AF505. Ganz wichtig ist diese Luftdruckangabe. Ihr solltet wirklich nur innerhalb dieser Ranges arbeiten, 4,9 bis 8,3 bar. Nagelstärke 18 GA, keine Ahnung was das heißt. Nagellänge 15 mm bis 50 mm.
Maximal 100 Stück könnt ihr im Magazin laden. Der Schlauchdurchmesser, Druckluft-Schlauchdurchmesser 6,5 mm und auch hier steht das Nettogewicht 1,3 Kilo. Da es sich hierbei um ein Gerät handelt, das ruckzuck ganz gefährlich werden kann, sind echt diese Schutzhinweise auch ganz wichtig. Also Schutzbrille tragen, Gehörschutz tragen und so weiter. Versteht sich alles von selbst. Ich weise wirklich nur noch mal darauf hin, weil ich möchte mich nicht mit so einem Teil wirklich in den Arm oder irgendwo hin reinnageln. Okay. Ab da ist es ganz normal aufgebaut, wie wir es so kennen. Ich meine, hier ist nochmal dieser Sicherheitshinweis. Und was ganz wichtig ist, ist hier diese Abbildung. Also in dieser Abbildung ist erklärt, mit welchem Druck ihr fahren solltet über euren Kompressor in Abhängigkeit davon, wie viele Nägel ihr pro Minute vernageln wollt und vor allen Dingen auch in Abhängigkeit, mit welcher Nagellänge ihr arbeitet. Ich habe mir das ein bisschen angeguckt und ein bisschen studiert, ein bisschen rumprobiert. Ja, es ist tatsächlich so, dass es sehr darauf ankommt, wie man das Gerät einstellt, um eben die Nägel nicht durchzuschießen oder unter Umständen, dass die Nägel zu wenig weit reingehen. Also diese Abbildung ist echt gut. Okay, das was jetzt hier vorne ist, das versuche ich euch jetzt anhand vom Gerät direkt zu erklären. Also das Gerät 1,3 Kilo und jetzt gehen wir es einfach mal durch. Hier hinten ist natürlich der Anschluss für euren Druckluftschacht. Das ist eine ganz genormte Aufnahme. Dazu ist übrigens im Lieferumfang auch dieses Öl hier vorhanden oder dabei. Ihr solltet ab und zu hinten hier ein bisschen Öl reintröpfeln, aber das ist ja bei vielen dieser Geräten so, damit es innerlich auch ein bisschen, ja, ich würde jetzt mal sagen, geschmiert wird und nicht verschleißt. Hier hinten, interessanter Knopf, werden wir dann auch noch sehen, wenn ich Druckluft drauf mache. Da könnt ihr quasi drücken und damit die Stellen, die ihr bearbeiten wollt, unter Umständen vorher ein bisschen säubern. Ich hätte es klüger gefunden, wenn das irgendwo, sagen wir mal, hier Button oder was gewesen wäre, dass die Luft dann hier vorne rauskommt. Die Luft kommt nämlich hier unten dann raus, aber besser als nichts. Hier ist ein Knauf, in dem den kann man auch drehen. Da kann man das Ganze einfach in die Arbeitshose einhängen. Boah, vielleicht ganz sinnvoll, wenn man an der Decke arbeitet beispielsweise, halten muss und ja, ist ganz sinnvoll. Hier Auslöserknopf zum Nageln dann am Ende des Tages. Das Magazin sieht man hier recht schön. Ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter weg. Kann hier geöffnet werden und wieder geschlossen werden. Ihr seht, ich habe jetzt schon Nägel drin, aber da komme ich dann auch noch dazu. Was haben wir denn noch? Hier vorne ist natürlich der Aufsatz, also hier könnt ihr ansetzen, wenn ihr irgendwo nageln wollt. Und erst dann, wenn das getätigt ist, lässt es sich auch tatsächlich abfeuern. Sicherheitsmechanismus, nehmen wir mal an, ihr tragt es in der Hose rum, kommt versehentlich drauf, wusch, schon hat man was im Knie oder im Bein. Also man muss wirklich diesen Sicherheitsmechanismus, ich zeige das mal, also keine Sorge, ist nicht angeschlossen, aufdrücken und erst dann ist er zum Nageln bereit oder erst dann schießt er. Was noch wichtig ist natürlich hier oben dieser Spannmechanismus, wenn sich Nägel verkeilern sollten, dann kann man hier quasi öffnen, ich versuche das mal zu zeigen, und die Nägel würden in dem Fall hier oben rauskommen. Schließen wir es wieder an. Okay, ich glaube, das war's zum Gerät selber und jetzt laden wir das Teil einfach mal, das geht relativ einfach. Hier das Magazin aufmachen, zack, dann könnt ihr öffnen. Und ich habe jetzt hier mal diese Nägel, ich
zeige dann noch weitere. Und wie werden die jetzt eingeführt? Also diese Nägel haben eine etwas breitere Seite. Das ist quasi dann die Nageloberseite. Und unten, ich hoffe man sieht das in der Kamera, unten dann ja, einfach ein normaler Nagel. So, die legt man hier ein und jetzt seht ihr schon, in Abhängigkeit von der Länge, hier sind immer solche Führungsnuten, ich nenne das mal, je nachdem wie lang eure Nägel sind. Die Nägel natürlich immer an dieser Seite, die dann letztendlich zum Holz zeigt, einführen und einfach zumachen. Das ist alles. Hier oben ist dann noch eine Anzeige, die wird dann irgendwann rot, wenn sich euer Magazin dem Ende neigt. Okay, also das war es eigentlich schon von der grundsätzlichen von den grundsätzlichen Daten, von der Maschinenbeschreibung. Ich meine, das ist jetzt kein Hexenwerk, so ein Nagler. Und ich würde vorschlagen, dann hole ich mir mal Druckluft dazu und dann probieren wir mal ein bisschen zu nageln. Ach ja, stopp, ich zeige euch vorher noch die verschiedenen Nägel. Also ich habe mir hier mal Mannesmann-Nägel gekauft, gibt dann andere Hersteller, ist schon klar. Also hier seht ihr, das sind verschieden lange Nägel, das glaube ich sind die 5er, 3,5, 2, je nachdem was ihr halt braucht. Ich habe mir zum Testen auch noch diese Nägel hier gekauft, mit denen habe ich übrigens begonnen zu arbeiten, das ist dann wieder eine andere Länge, die sind glaube ich 3 cm. Also ich dachte mir für meinen Zweck Holzpaneele und Leisten raufschießen, die Paneele haben 10 mm in der Stärke, war ich der Meinung, dass diese 30er ideal sind. Okay. Also, wie gesagt, Nägel, das sind 6000 Stück, kosten glaube ich 18 Euro, das sind 1000 Stück. Verbrauchsmaterial mit 6000 Nägeln kann man schon ein bisschen was machen. Okay, also dann hole ich mir mal Druckluft. Thema Druckluft. Das ist jetzt Weinkompressor. Ganz wichtig und wirklich, ich würde echt darauf achten, auf diese maximale Druckzufuhr oder Druckluft, die ihr da reingebt in eure Zuleitung. Warum sage ich das? Ich habe tatsächlich schon ein Gerätchen mal aufgearbeitet, das war so ein Abbruchhammer. Da habe ich einfach zu viel Druck drauf gehabt und das Teil wurde dadurch kaputt. Also bei mir am Kompressor kann ich das halt hier über diese Stellschraube ändern. Ich gehe jetzt mal ein bisschen zurück. Moment. Ja, falsche Richtung anscheinend. Genau, seht ihr? So, und jetzt, ich gehe jetzt mal mit, sagen wir mal mit 6 Bar rein. Okay, also ganz wichtig. Übrigens, ich habe das Teil jetzt in der Werkstatt stehen und mit einem sehr, sehr langen Schlauch, man sieht es, also Chaos, aber ins Haus gelegt. Ich glaube, das sind ungefähr 25 Meter. Es ging wirklich problemlos. Also mein Druckluftschlauch ist da und jetzt letztendlich, ich meine, das ist ja klar, hier hinten, ihr seht schon wirklich ganz normaler Anschluss hier hinten drauf. So, ab jetzt habe ich Druck drauf, in dem Fall 6 Bar und dann testen wir gleich mal diese Funktion, die ich euch vorhin sagte, dieser Knopf hier unten. Da, wenn ich drauf bin, kommt hier die Luft raus. Also in der Beschreibung steht, das wäre, um die Stollen vorher zu säubern. Ja, hier kommt es raus und geht dann quasi so nach unten. Ja, kann man machen, ist okay. Okay, also das Teil ist jetzt geladen und quasi scharf. Und jetzt probiere ich mal, ohne diese Sicherung zu lösen, zu schießen. Also, rien überblü, nichts geht. Das ist ja gut so. Das Ganze nagelt tatsächlich nur dann,
wenn ich diese Sicherung, und da lange ich jetzt nicht hin, tatsächlich ausgelöst habe. Okay, ich habe jetzt die 30er Nägel drin und jetzt holen wir uns mal 2 Stücke Holz. Ich habe jetzt hier mal 2 ältere oder Stücke Holz, die ich nicht mehr brauche. Und jetzt nehmen wir mal das erste, das dürften ungefähr so, ich denke mal 20 mm sein. Ich lege das jetzt mal auf und schieße einfach mal und schaue, was passiert. Okay, also der Nagel geht durch, sieht man das? Ja. Und ist oben, würde ich jetzt mal sagen, so 2-3 mm drin. Ich probiere jetzt mal, lege es mal so her und schaue, ob ich denn da mit diesen 30er Nägeln festbringen würde. Okay, das ginge, aber natürlich, da wären jetzt meine Nägel zu kurz. Jetzt kommt eine ganz wichtige Funktion. Dazu ziehe ich mal meine Druckluft ab. Also, die Tiefe, wie der Nagel reingeht, hängt jetzt von mehreren Faktoren ab. Zum einen davon, mit wie viel Druck ihr drauf geht. Zum anderen natürlich auch von der Härte des Holzes. Aber, und das ist jetzt dieses Rädchen hier, ihr könnt einstellen, ich sage es mal, mit welcher Stärke genagelt werden soll. Das ist hier beschrieben. Wenn ich jetzt das Rädchen hier nach rechts drehe, ich stelle es auf den Kopf, drehe das jetzt nach rechts rüber, dann geht er mit mehr Druck rein. So, okay, es ist angeschlagen. Jetzt nehme ich die gleichen Nägel nochmal, wie gerade. Das gleiche Holz und dann schauen wir mal, ob da irgendwie was anderes passiert. Also beim Anschließen ein bisschen vorsichtig sein. So, also jetzt gehen wir hierher. Ja, man seht jetzt, das ist ein ganz kleiner Unterschied. Jetzt dieser zweite Nagel ist ein bisschen tiefer reingegangen. Okay, jetzt nehmen wir mal diese 5er Nägel. Ich würde tatsächlich immer empfehlen, beim Magazin wechseln, Druckluft weg. Dann machen wir hier auf, nehmen unsere 30er Nägel raus. Und jetzt legen wir mal die 50er ein. Genau, also wie ich es gerade vorhin zeigte, dicke Seite zur Maschine hin, gehe ich es rein. So, jetzt haben wir 50er Nägel drin. Ich gebe mal wieder Saft. Okay. Und jetzt schauen wir mal, was mit den 50er Nägeln passiert. Naja, schon cool. Irgendwie jetzt probieren wir mal das hier so durch zum Schießen. Aha, schau, der geht jetzt fast ganz durch. Also, einwandfrei. Schauen wir mal, also das bringt man nicht mehr auseinander. Okay, also das waren jetzt die 50er Nägel. Ich schieße jetzt mal, sagen wir mal 10 Mal ganz schnell hintereinander, ob der Kompressor das packt, wobei soll es keine Probleme geben. Also machen wir mal schnell 10 Stück. Okay, also was soll da sein? Also, Praxistest bestanden. Was heißt bestanden? Einfach einmal ein bisschen genagelt. Und wie gesagt, ich habe das Teil jetzt tatsächlich für diese Panelengeschichten genommen, habe dabei aber schon gemerkt, da muss man mit dem Druck ganz vorsichtig sein. Das ist ja mehr oder weniger Pressholz oder Spannplatten, diese Paneele, und dann ging das ganz gut. Als ich das auf volles Rohr eingestellt hatte und vielleicht noch mit Siebenbart draufgegangen bin, hat er mir das durch die Paneele einfach durchgeschossen. Also man kann das einstellen. Also Fazit meines Druckluftnaglertests. Das Teil kostet nicht viel Geld, also gut nicht viel, 80, 100 Euro müsst ihr hinlegen.
aber erleichtert in manchen Dingen wirklich ungemein Arbeiten. Speziell bei mir waren es jetzt diese Paneele-Geschichten. Ich hoffe, ich konnte mit dem Test ein bisschen was über die Maschine erzählen, dem einen oder anderen zeigen, wie das Ganze dann auch funktioniert. Und ja, in dem Sinne bedanke ich mich wieder bei euch fürs Zusehen. Hoffe, dass es euch gefallen hat und ich würde mich echt freuen, wenn ihr mir einen Kommentar oder einen Like da lassen würdet. Am Ende verabschiede ich mich wie immer in meinen Videos mit Servus und habe die Ehre aus der Oberpfalz.